Ich verpflichte mich feierlich, in der mir verbliebenen Zeit, die Gott mir gewährt, die verfassungsmäßigen Grundsätze zu wahren, die das Herzstück unserer Nation bildet. Ich glaube, er wird ein sehr guter König sein, ein mitfühlender König. Er sorgt sich um das Land. Ich habe immer gedacht, dass Charles ein wunderbarer König sein würde. Er kümmert sich um sein Land, er kümmert sich um sein Erbe, er kümmert sich um den Planeten und er kümmert sich um die Menschen. Man kann bei Charles den Wunsch erkennen, die Dinge für die Menschen besser zu machen. Er hat gesagt, ich kümmere mich um das Schicksal meiner Untertanen. Charles wollte schon immer König sein. Man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass er jahrzehntelang darauf gewartet hat, König zu werden, weil er dies als die Vollendung dessen ansah, was er sein ganzes Leben lang getan hat. Der König hat, glaube ich, die längste Ausbildung in der Geschichte als Prinz von Wales hinter sich. Ich glaube es nicht. Ich weiß, dass er ein guter König sein wird. Ein fürsorglicher, mitfühlender König. Ein König für das Volk. Ich werde mich bemühen, Ihnen mit Loyalität, Respekt und Liebe zu dienen, so wie ich es mein ganzes Leben lang getan habe. Er wurde als jemand angesehen, der ziemlich streng und kühl war. Und ich denke, dass sich die öffentliche Wahrnehmung des öffentlichen Königs und des Privatmannes glücklicherweise angenähert hat. Ich glaube, mit Camilla an seiner Seite wird er wunderbar, mitfühlend und verständnisvoll sein. All das, was er sein muss. Charles ist jemand, der sehr genau weiß, dass er unglaublich hohen Ansprüchen gerecht werden muss und dass sich dieses unsichtbare Gewand der Monarchie über seine Schultern legt. Ich nehme an, als er wieder durch den Buckingham-Palast ging, dachte er, jetzt geht's los. Die öffentliche und die private Persona des Königs sind sich sehr ähnlich. Natürlich muss es einen kleinen Unterschied geben. Ich habe immer gesagt, dass es egal ist, was man im Leben macht, solange man immer handelt. Man muss was machen. Aber mehr oder weniger ist der, den man draußen sieht, auch der er hinter verschlossenen Türen ist. Ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass der Prinz oder König, den wir in der Öffentlichkeit sehen, dem Prinzen bzw. König, den ich kannte, sehr ähnlich ist. Deshalb ist es so interessant zu sehen, dass sie immer mehr zeigen, wie sie privat sind, was fantastisch ist. Wir bekommen jetzt so viel Insider-Material zu sehen, private Audienzen und Treffen und Dinge, die wir vor 20, 30 Jahren nie gesehen hätten. Deshalb ist es inzwischen einfacher, den Leuten zu sagen, der Mann, der König, den ich kannte oder kenne, ist derselbe wie der König, den ihr seht. Denn so wie ihr ihn wahrnehmt, ist er auch. Er war ein sehr fleißiges Kind. Er war jemand, der ganz anders war als Prinz Philipp, der einen viel ungestümeren Charakter hatte. Er kam nach seiner Mutter. Seine Mutter war von klein auf ein sehr ernsthafter Mensch. Charles hat diese Ernsthaftigkeit geerbt. Aber was er hatte, was sie nicht hatte, war ein echtes Interesse am Lernen und ein echtes Interesse an Büchern. Das wird als ziemlich ungewöhnlich angesehen, weil Mitglieder der königlichen Familie traditionell nicht als Intellektuelle gelten. Sein intellektuelles Interesse hat er womöglich von den Kindermädchen. Königin Elizabeth war eine sehr schöne Mutter. Und wenn man bedenkt, dass sie mit 25 Jahren Königin wurde. Prinz Charles war, glaube ich, 4 Jahre alt und Prinzessin Anne war erst 3, als die Königin gekrönt wurde. Ihre Kinder wurden ihr also praktisch weggenommen. Sie hatte einfach keine Zeit, mit ihnen zusammen zu sein. So sah sie sie morgens für 15 Minuten und abends für eine halbe Stunde. So war das damals. So funktionierten aristokratische Familien.
Die Krönung 1953 war ziemlich interessant, weil Charles gerade alt genug war, um dabei zu sein und zu verstehen, was vor sich ging. Und zwar auf eine Art und Weise, wie es keines seiner Geschwister, die später geboren wurden, konnte. Für einen kleinen Jungen muss das eine ziemlich überwältigende Erfahrung gewesen sein. Den Prunk, der Lärm, die schiere Zahl an Menschen. Aber er hatte wahrscheinlich da schon im Hinterkopf, das wird alles auch für mich mal so sein. Die Zeremonie dauerte 3 Stunden. Es war der kälteste Junitag, den es je gegeben hat, und es regnete in Strömen. Das war 1953. Die Armee war riesig. Die sogenannten Streetliner säumten die Straßen und ihnen war allen sehr kalt. Sie bekamen mit Brandy versetzte Zuckerwürfel, um bei Laune zu bleiben. Die Zeremonie selbst war sehr, sehr steif und religiös und dramatisch. Es ist unmöglich, darüber zu spekulieren, wie er sich gefühlt haben könnte, weil wir keine Aufzeichnungen über seine Gedanken zu dieser Zeit haben. Aber sicherlich muss es ein erschreckender Druck gewesen sein, der auf ihm als junges Kind lastete, all das in dem Alter mit anzusehen und zu denken, eines Tages, wenn nicht etwas Unerwartetes passiert, wird das alles auch für mich gemacht. Er war das älteste von 4 Geschwistern und man kann sagen, dass er, weil er der Erste war und weil er Prinz von Wales und schließlich König werden sollte, immer das Gefühl hatte, derjenige zu sein, dem die meiste Aufmerksamkeit galt. Ich denke, dass es eine Zeit gab, in der er durchaus aufblühte, denn wer würde das nicht, wenn einem ständig gesagt wird, dass man der Wichtigste ist? Hier kommt er mit seiner Mutter und seinem Vater. Der Schuldirektor empfängt die königliche Gesellschaft. Was? Keine Technikkiste? In dem Kofferraum ist zweifellos viel Platz. Prinz Philipp war hier ein Schüler. Sein Sohn scheint glücklich zu sein, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Charles wurde auf die öffentliche Schule in Schottland in Gordonston geschickt, eine berüchtigte, harte Schule, in der es im Wesentlichen hieß, wer sein Kind liebt, züchtigt es. Aber Prinz Philipp, der ebenfalls in Gordonston gewesen war, sah dies als Gelegenheit, seinen Sohn zum Mann zu machen. Es machte Charles jedoch verbittert und zu einem ziemlich verschlossenen Menschen. Und er dachte tatsächlich, dass Gordonston gut für Charles sein würde, weil es im Norden Schottlands lag, weit weg von der Presse. Es sollte ein wunderbares Leben im Freien sein. Und man legte großen Wert auf die Schulung des Geistes und die Ausbildung des Gehirns. Philipp dachte, es wäre perfekt. Ich glaube, die Königin und die Königin-Mutter waren der Meinung, dass es für einen so sensiblen jungen Mann besser gewesen wäre, nach Eton zu gehen. Prinz Philipp wollte, dass sein Sohn ein Ebenbild von ihm ist. Er wollte, dass er ein Macho ist, sportlich und eine starke Persönlichkeit hat. Nun, Charles war ganz und gar nicht so. Er war sehr schüchtern, nicht besonders sportlich, ein wenig unbeholfen und nicht wirklich der Sohn, den Philipp sich erhofft hatte. Als Charles heranwuchs, funktionierte ihre Beziehung einfach nicht. Der große Hof des Trinity College Cambridge und die königliche Prozession sind angekommen. Die Minis unterstrichen die Hoffnung von Prinz Charles, dass seine Zeit in Cambridge nicht von Ehrerbietung gegenüber seinem königlichen Status erfüllt sein wird. Als erster Prinz von Wales seit 100 Jahren wird er im New Court wohnen. Hier fand er einen Freund, den Studenten Robert Woods, Sohn des Dekans von Windsor, der im 3. Jahr studiert. Vor Charles war es üblich, dass Monarchen nach Oxford oder Cambridge gingen. Ich meine, Edward VIII., der Prinz von Wales war, ging auf das Modern College Oxford. Aber die meisten Leute gingen nur auf die Universität, um einen Schein zu erwerben, während Charles tatsächlich mit der Absicht nach Cambridge ging, zu studieren. Aber er hatte eine sehr gute Zeit in Cambridge, denn ich glaube, nach den Entbehrungen der Vorbereitungsschule und des Internats fand er Menschen, mit denen er sich wohlfühlte. Ein akademisches Umfeld, das ihm gefiel. Es gelang ihm auch viel zu Schauspielern. Ich glaube, Cambridge hat ihn am meisten geprägt. Auch als König hat er immer noch eine starke Verbindung zu seiner alten Uni. Er bekam eine gute Note in Geschichte. Für jemanden aus einem nicht-akademischen Umfeld war das eine ziemliche Leistung. So, jetzt lasse ich ein bisschen nach.
Ja, man muss die Anstrengung auf sich nehmen. Das ist wirklich sehr aufregend, meine Damen und Herren. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe hier ein ziemlich großes Exemplar. Es ist wirklich sehr groß. Oh! Charles hatte seine Amtseinführung als Prinz von Wales am 1. Juli 1969 auf Schloss Carnarvon. Es war ein sehr symbolträchtiges Ereignis, weil ihm der Titel des Prinzen von Wales öffentlich verliehen wurde. Nach einem Jahrzehnt, in dem die königliche Familie einen schwierigen Ruf hatte, war dies ein Versuch, die Kontrolle zurückzuerlangen, wenn man so will. Es war ein Versuch, mit dieser großen formellen Zeremonie erstens zu zeigen, wie die Zukunft der Monarchie aussehen würde. Und zweitens, was genau er erwarten konnte, wenn er Prinz von Wales werden würde. Im Hauptgebäude an der Strandpromenade hat Prinz Charles den Großteil seiner Arbeit erledigt. Im Sprachlabor hat er jeden Tag 1 Stunde lang seine walisische Grammatik und Aussprache perfektioniert. Sein Tutor ist Edward Millward, ehemaliger Vizepräsident der walisischen Nationalistischen Partei. Nun, das war sicherlich ein Crashkurs neben anderen Studien. Und in der kurzen Zeit, in der er gearbeitet hat, hat er einen sehr guten Akzent entwickelt. Und ich bin sicher, dass ihm das von nun an zugutekommen wird. Carnarvon wartet wie eine Braut auf ihre Hochzeit. Herausgeputzt für die großen Momente, aber auch ängstlich, dass etwas schiefgehen könnte, obwohl alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden, damit das nicht passiert. Während Staus die Stadt blockieren, ist der Bombentrupp der Armee in Alarmbereitschaft. Seine Amtseinführung war eine ziemlich große Sache. Sie wurde im Fernsehen übertragen, was ein Novum war. Ich würde sagen, dass von diesem Tag an, wahrscheinlich schon früher, das Training und die Vorbereitung darauf, eines Tages König zu werden, begann. Und ich glaube, er hat das sein ganzes Leben lang sehr ernst genommen. Wedi fy nghyffordd yn ddwys, a gallaf eich sicrhau fy mod wedi cymryd sylwi o'r gobeithion am lygwyd anddyn nhw. Charles' Haltung gegenüber jeder Art von formellen Ereignissen in dieser Phase seines Lebens kann man wohl am besten als Angst bezeichnen. Wenn man ihn ansieht und sich sein Gesicht und die Bilder und die Filme, die es gibt, anschaut, sieht er ängstlich aus. Als sei er der Situation und der ganzen Aufmerksamkeit nicht gewachsen. Denn man hat immer das Gefühl, nicht nur der eigenen Mutter, sondern auch jedem einzelnen Monarchen vor einem gerecht werden zu müssen. Was wirklich schön ist, ist, dass er, als ich für ihn in Highgrove gearbeitet habe, seinen Sohn Prinz William gut ausgebildet hat, einmal Prinz von Wales zu werden. Er hat ihm alles dafür beigebracht, alles an William weitergegeben, der jetzt Prinz von Wales ist. Ein Thronfolger hat eine ganze Reihe von Aufgaben, die ziemlich langweilig sind. Ich meine, zu Veranstaltungen zu gehen, Dinge zu eröffnen, Leute zu treffen. Andere sind aufregender, internationale Reisen und so weiter. Charles hat sich darauf eingelassen, denn im Grunde genommen wusste und weiß jedes Mitglied der königlichen Familie, dass man dazu da ist, um sich mit so etwas zu beschäftigen. Man ist ein Diener der Öffentlichkeit und lernt das von klein auf. Von jedem männlichen Mitglied der königlichen Familie wurde erwartet, in die Armee zu gehen. Charles war nicht unbedingt dafür geeignet, Zeit in den Streitkräften zu verbringen, diente aber trotzdem in den 70er Jahren mehrere Jahre in der Royal Air Force. Ein Zeichen dafür, dass er sich zunächst einmal auf so etwas konzentrieren würde, ein guter Wille. Aber im Vergleich zu Prinz Andrew, der ein ziemlich hervorragender Pilot war, war Charles nicht gerade auf den obersten Posten aus. Trotzdem war es eine unschätzbare Zeit für ihn, weil er mit seinen Kameraden gleicher gestellt wurde, als er es jemals in der Schule war. Prinz Charles verließ heute bei perfektem Flugwetter das Hauptquartier der Fleet Air Arms in Yuvilton in Somerset, um seine erste Unterrichtsstunde in einem Wessex Mark V Hubschrauber zu absolvieren. Es ist der Beginn eines 3,5-monatigen Flugkurses, an dessen Ende er wie sein Vater Prinz Philipp qualifiziert sein wird, Hubschrauber zu fliegen, auch solche, die zur Flugbereitschaft der Königin gehören. Ich denke, dass es für ihn eine charakterbildende Erfahrung war, weil er dadurch ein Gefühl für die Arbeit mit den Streitkräften bekommen hat. Etwas, wovor er sein Leben lang Respekt hatte. Charles war wohl nicht das herausragendste Mitglied der RAF, aber es hat ihn zu dem Mann gemacht, der er heute ist.
Wenn ich später mit allen 3 Diensten in Verbindung gebracht werden soll, wäre es eine sehr gute Idee, eine Verbindung zu jedem einzelnen Dienst herzustellen. Ich denke, dass man dadurch eine nützliche Erfahrung macht. Die Verantwortung, das Vertrauen, das einem entgegengebracht wird, um mit anderen Menschen umzugehen. Und das Gefühl, dass sie einem auch vertrauen können. Charles' Großonkel Dickie Mountbatten, Lord Mountbatten, soll einmal zu ihm gesagt haben, es sei wichtig für ihn, sich die Hörner abzustoßen, bevor er heiratet. Charles hatte wirklich das Gefühl, dass von ihm ein Junggesellenleben erwartet wurde, denn sein Vater hatte kein besonders ausgeprägtes Junggesellenleben. Er hatte zwar Freundinnen, aber er hatte keine ernsthaften Beziehungen, bevor er Prinzessin Elizabeth heiratete. Wir sprechen da über eine Familie, die allgemein fand, dass er nicht heiraten sollte, bevor er 30 ist, sich aber mit so vielen Leuten wie möglich treffen und sehen sollte, was dabei herauskommt. Er war allerdings nicht unbedingt ein Frauenheld. Als Prinz von Wales hätte es dennoch genügend Leute gegeben, die ihn geheiratet hätten. Charles ist ein sehr altmodischer, sehr respektvoller, charmanter Mann. Er mag Frauen. Er ist definitiv kein Frauenhasser. Und er ist auch ein Menschenfreund. Er hat Lady Diana Spencer 1977 kennengelernt, weil er schon eine Weile mit ihrer älteren Schwester Sarah zusammen war. Als er Diana zum ersten Mal traf, war sie 16 und noch ein Mädchen. Aber es funkte wohl zwischen ihnen. Zu diesem Zeitpunkt war Charles noch mit Camilla Shand zusammen, die später zu Camilla Parker Bowles wurde. Ich denke also, dass die Beziehung zu Diana nicht unbedingt von Anfang an eine offensichtliche Liebesbeziehung war. Aber es gab wohl auf beiden Seiten ein großes Interesse aneinander. Und sie war vielleicht aufgrund ihres jungen Alters nicht von der Verantwortung abgeschreckt, die sie als Prinzessin von Wales mal übernehmen müsste. Gestern waren Sie noch ein Kindermädchen. Jetzt sind Sie dabei, den Prinzen von Wales zu heiraten. Und eines Tages werden Sie höchstwahrscheinlich Königin sein. Das ist eine gewaltige Veränderung für jemanden, der, wenn ich das so sagen darf, 19 Jahre alt ist. Das ist es, aber ich habe mich in den letzten 6 Monaten ein bisschen darauf vorbereitet. Und bei Charles und mir kann nichts schiefgehen. Er steht mir zur Seite. Die Monate zwischen der Verlobung und der Hochzeit waren hektisch, oft aufregend, manchmal anstrengend. Sie musste lernen, mit den Einschränkungen des königlichen Lebens umzugehen. Nie wieder würde sie in aller Ruhe einkaufen gehen können. Prinz Charles musste die Verpflichtungen, die er vor der Bekanntgabe der Verlobung eingegangen war, einhalten. Und das bedeutete eine gewisse Trennung. Diana musste dies akzeptieren und ihr Bestes tun, um ihre Gefühle zu verbergen. Als Charles und Diana bei ihrem Verlobungsinterview gefragt wurden, ob sie verliebt seien, antwortete sie, natürlich. Und Charles zuckte mehr oder weniger mit den Schultern und sagte, was auch immer Liebe bedeutet. Diana antwortet, weil sie sich nicht auf eine tiefergehende Frage einlassen will. Sie will die Antwort wegwischen. Charles, was auch immer Liebe bedeutet, ist meiner Meinung nach ein Versuch seinerseits zu sagen, das ist eine lächerliche Frage, warum fragen Sie mich das? Ich bin nicht daran interessiert, darauf zu antworten. Es war jedoch das Schlimmste, was er hätte sagen können, denn jahrzehntelang wurde das so aufgefasst, als ob er Diana nicht lieben würde. Er tue das, weil er glaubt, dass er es müsse. Er würde dazu gezwungen. Ich glaube, dass viel öffentlicher Groll gegen Charles entstanden ist, weil man glaubte, er würde Diana nicht lieben. Und diese Reaktion hat, glaube ich, zu ihrem Verlust geführt. Diana ist wohl verliebt. Natürlich. Was auch immer Liebe bedeutet, das kann man ja verschieden interpretieren. Es bedeutet 2 sehr glückliche Menschen. Ja. Von uns herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Vielen Dank, sehr freundlich.
Die königliche Hochzeit war bei weitem das größte Ereignis für die königliche Familie, das es seit der Krönung vor fast 30 Jahren gegeben hat. Und es war etwas, für das die Menschen auf den Straßen Schlange standen. 100 Millionen Menschen sahen weltweit zu, weil es der königlichen Familie Glanz und Glamour verlieh. Der berühmte Kuss auf dem Balkon des Buckingham-Palastes war eines der meistgezeigten Bilder der königlichen Familie im 20. Jahrhundert. Und es war einer dieser Tage, die voller Prunk und Pomp waren. Damit sollte Anfang der 1980er Jahre gezeigt werden, dass Großbritannien immer noch in der Lage war, ein solches Ereignis zu veranstalten. Es würde die Menschen immer noch begeistern. Es würde immer noch zeigen, was sogenannte weiche Macht bewirken kann. Die besten Plätze sind ausgebucht und alle sorgen dafür, dass es ein großer Tag wird. Der Buckingham-Palast, der so viele königliche Bräute gesehen hat, seit die junge Königin Victoria als erste vor 141 Jahren Prinz Albert heiratete. Die königlichen Kutschen, die Prozession der Königin und die kleine Prozession von Prinz Charles fahren die begrünte Allee hinunter zum Admiralty Arch in der Ferne. Und 5 Minuten nach dem Prinz kommen Lady Diana und ihr Vater in der gläsernen Kutsche aus Karens Haus, nur in Polizeibegleitung, weil sie noch nicht königlich ist. Diana war also mittendrin. Sie war zu diesem Zeitpunkt noch so jung, erst 20 Jahre alt. Und die Vorstellung, vor den Kameras und den Medien der ganzen Welt zu stehen und einen Auftritt hinlegen zu müssen, muss absolut erschreckend gewesen sein. Charles hatte mehr Erfahrung darin, er hat es schon länger gemacht, aber auch für ihn muss es überwältigend gewesen sein. Ich glaube, dass ihre Beziehung nach der Geburt von Prinz Harry gestört war. Und einer der Gründe warum war einfach, dass Diana ihre eigene Show abzog. Sie bekam eine Menge Aufmerksamkeit, die ihrem Mann nicht zuteil wurde. Sie war vom Schicksal dazu bestimmt. Sie wurde zunehmend als Modeikone gesehen. Die Dinge fingen an, sich ein wenig zu verändern. Denn ich glaube, es entsprach nicht dem, was Diana erwartet hatte. Sie hatte die Vision, eine Märchenprinzessin zu sein und in den Sonnenuntergang geführt zu werden. Aber kaum war sie verheiratet, ging ihr Mann arbeiten. Er arbeitete schon immer viel und er war seiner Pflicht treu. Camilla Parker Bowles war die große Liebe in Charles' Leben. Er lernte sie in den 70er Jahren kennen und sie war eine Debütantin. Sie stammte nicht aus den höchsten aristokratischen Kreisen, aber kam aus dem bequemen Landadel. Charles war schon sehr früh in Camilla verliebt. Als er noch bei der Marine war, verliebte er sich in Camilla. Sie war lustig. Sie war eine großartige Reiterin. Und sie brachte ihn zum Lachen. Und ich glaube, dass Camilla aufgrund ihrer Persönlichkeit sowohl für Männer als auch für Frauen sehr, sehr attraktiv ist. Sie hat eine wunderbare Persönlichkeit. Genau deshalb sah man sie als Ehefrau für ihn nicht als geeignet an. Königin Elizabeth, die Königin-Mutter, war der Meinung, dass eine der Spencer-Töchter viel besser geeignet sei. Sie sehen also, wenn Charles Camilla hätte heiraten dürfen, als er es wollte, wäre für die königliche Familie alles ganz anders verlaufen, denn sie verstanden sich sehr gut. Sie hatten einen ähnlichen Sinn für Humor und ähnliche Interessen. Sie fanden sich offensichtlich sehr attraktiv. Und das war, glaube ich, eine Tragödie für die königliche Familie, dass Charles einfach nicht die Frau heiraten durfte, die er wollte. Charles' Reaktion auf Dianas Tod im August 97 war absolutes Entsetzen. Das kann man nicht anders sagen. Die Mutter deiner Kinder war plötzlich tot. Darauf kann man sich nicht vorbereiten. Er befand sich in einer Art Schockzustand. Und ich denke, dass alle seine Handlungen in dieser Zeit als Charles in Bestform angesehen werden müssen. Er ging sofort nach Paris. Er war derjenige, der dafür verantwortlich war, sie zurückzubringen. Er war jemand, der sich sehr dafür einsetzte, dass sie ein Staatsbegräbnis und alles andere bekam, gegen den Willen seiner Mutter und Großmutter, die sie als jemanden ansahen, der die königliche Familie verlassen und kein Anrecht auf diese Behandlung hatte. Während er mit einem Auge auf seinem öffentlichen Ruf argumentierte, sie sei die Mutter des zukünftigen Königs von England. Sie verdiene das. Wir haben keine Ahnung, wie die Beziehung nach der Scheidung war. Wir wissen nicht, ob sie sich jemals getroffen haben, ob sie viel miteinander zu tun hatten oder ob sie über Dritte kommunizierten. Aber es muss für ihn wie für alle anderen im Lande ein furchtbarer Schock gewesen sein.
Die Hochzeit von Charles und Camilla im Jahr 2005 war eine zivile und keine religiöse Zeremonie. Und ich glaube, jeder im Land hatte das Gefühl, dass sie es endlich geschafft hatten, sich gegenseitig glücklich zu machen. Wenn er Camilla 25 Jahre früher hätte heiraten dürfen, wäre die Welt ein viel besserer Ort gewesen. Aber ich denke, es wurde extra alles so gedreht, dass Camilla zu Dianas Lebzeiten als Schurkin angesehen wurde, was sie aber nicht ist. Sie ist eine sehr charmante, liebenswerte Frau. Dann aber, ein Jahr oder so nach Dianas Tod, gab es eine PR-Kampagne. Camilla und Charles wurden zusammen in der Öffentlichkeit gesehen und man akzeptierte sie als seine Lebensgefährtin und letztendlich Ehefrau. Nach einer ziemlich langen Zeit zwischen Dianas Tod und ihrer Hochzeit lagen 8 Jahre. Man kann ihm also nicht vorwerfen, dass er es überstürzt hat. Die Königin sah die Veränderung in Camilla und sah ihr Pflichtbewusstsein und ihre Hingabe zu Charles, weil sie ihm so sehr hilft und er sie an seiner Seite haben will, an der sie auch sein will. Sie steckt also fast in einer Art Königin-Mutter-Rolle. Die Königin-Mutter war für ihren Mann in schwierigen Zeiten da. Und ich denke, Camilla wird für Charles da sein. Ich freue mich für den Prinzen von Wales und Camilla Parker Bowles. Das ist eine sehr schöne Nachricht. Und als das Kabinett heute Morgen davon erfuhr, sendeten sie im Namen der gesamten Regierung Glückwünsche und alles Gute. Sie haben lange genug gewartet, aber heute Abend haben sie sich als Paar geoutet, das bald heiraten wird. Wenn man so lange zusammen ist, kann man wohl auch einen Ring verlangen. Und hier enttäuscht die königliche Familie nicht. Camilla trug einen riesigen Diamanten an ihrem Finger. Und sie war eindeutig in einem Hochgefühl. Glückwunsch. Ich danke Ihnen vielmals. Wie fühlen Sie sich? Ganz gut. Ich komme gerade wieder auf den Boden. Hat er sich hingekniet und einen Antrag gemacht? Natürlich. Was sonst? Lassen Sie uns noch ein Foto machen. Die Beziehung des Königs zu seiner Frau ist fantastisch. Sie sind die besten Freunde, daran besteht kein Zweifel. Ich habe gesehen, dass sie die besten Freunde sind. Sie sind ein Team, sie arbeiten gut zusammen. Sie unterstützen sich gegenseitig, sie lachen zusammen. Es ist wunderbar, das zu sehen und ein Teil davon zu sein, das zu erleben. Ich erinnere mich, dass ich bei der Bekanntgabe der Verlobung am Morgen beim König war, der zu diesem Zeitpunkt natürlich noch Prinz von Wales war. Ich war bei ihm und er fuhr, glaube ich, nach London. Ich ging in den Personalraum und erfuhr, dass der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall heiraten würden. Ich war völlig geschockt, ich hatte keine Ahnung, so wie alle anderen, die an diesem Tag dabei waren. Es war also ein streng gehütetes Geheimnis. Aber ich war genauso glücklich, weil ich Frau Parker Bowles verehrte. Ich verstand mich sehr gut mit ihr und freute mich. Und dann bekam ich den Anruf. Ein paar Monate später gingen die ersten Einladungen für die Hochzeit raus. Ich hatte mich nicht qualifiziert, ich war noch nicht lange genug dort. Man musste ein Jahr dort sein. Und dann bekam ich einen Anruf aus London von einem der leitenden Mitarbeiter, der mir mitteilte, dass der Prinz und die Herzogin mich persönlich als Gast einladen würden, weil ich noch nicht lange genug dort war, um als Mitarbeiter dabei sein zu können. Sie luden mich also als Gast ein. Sie wollten mich persönlich einladen. Und ich konnte es gar nicht glauben. Ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Tag. Ich war so aufgeregt, dass ich den Hörer auflegte und mit meiner Familie und meinen Freunden telefonierte. Ihr glaubt's nicht, ich bin zur Hochzeit eingeladen. Es sind jetzt 8 Tage bis zur Hochzeit. Darf ich Sie fragen, wie Sie sich fühlen? Und wie sich insbesondere die Prinzen William und Harry mit Blick auf die Hochzeit fühlen? Sehr glücklich. Sehr erfreut. Wird ein guter Tag. Prinz Charles, wie geht es Ihnen? Nun, das ist ein schöner Gedanke, nicht wahr? Sehr froh, dass Sie davon gehört haben. Prinz William, freuen Sie sich darauf, Trauzeuge zu sein? Ja, sehr, auf jeden Fall. Solange ich die Ringe nicht verliere, ist alles gut. Wenn man nur eine Verantwortung hat, geht bestimmt was schief. Die Hochzeit war toll. Wir gingen am 9. April 2005 hin. Es war ein unglaublicher Tag.
Sie fand auf Schloss Windsor statt. Wir waren zum Empfang auf dem Schloss. Die Königin hat eine Rede gehalten. Es waren alle Mitglieder der königlichen Familie da. Es herrschte eine richtige Partystimmung. Es war lustig. William und Harry waren da. Es wurde viel gelacht. Es war sehr lustig, William und Harry dabei zuzusehen, wie sie dem Auto hinterherjagten, als es mit dem Prinz von Wales und der Herzogin von Cornwall davonfuhr. Ich glaube, sie haben den hinteren Teil des Wagens dekoriert. Es war einfach wunderbar. Sie war immer eine Unterstützung für ihn. Sie war immer absolut wunderbar. Der König hatte die längste Lehrzeit in der Geschichte als Prinz von Wales. Man könnte meinen, dass ihn das frustrierte oder dass er irgendwann an einen Punkt kommt, an dem er nun endlich ran will. Meiner Meinung nach war das aber nie der Fall. Er hat es genossen, Prinz von Wales zu sein. Als solcher hat er eine erstaunliche Arbeit geleistet. Es gab noch nie einen Prinzen von Wales, der wirklich gearbeitet hat. Aber genau das hat er getan. Er hat es zu einem richtigen Job gemacht. Ich freue mich, sagen zu können, dass wir heute Abend ein neues Mitglied in unserem Wetterteam haben. Ich übergebe das Wort. Eure Hoheit? Nun, uns zeigt sich ein unbeständiges Bild zum Ende der Woche. Heute Nachmittag wird es in den meisten Teilen Schottlands kalt, nass und windig. Wir stehen unter dem Einfluss von Tiefdruckgebieten und die nach Norden ziehende Wetterfront bringt Wolken und Regenschauer mit sich. Am stärksten wird der Regen natürlich über den Grenzregionen und um Edinburgh sein, wo es zu schwierigen Straßenverhältnissen kommen kann. Im Westen wird der Regen leichter. Vielleicht gibt es ein paar trockenere Phasen rund um Dumfries Haus. Aha. In den höheren Lagen der Highlands und in Aberdeenshire wird es Schnee geben und über Balmoral kann es stürmen. Wer zum Teufel hat denn diesen Text geschrieben? Also im weiteren Verlauf des Nachmittags wird das trockenere und heitere Wetter vor allem über den nördlichen Inseln und dem hohen Norden des Festlands liegen. Also ein wenig dunstiger Sonnenschein auf der Burg von May Caithness. Aber überall ein kalter Tag mit Temperaturen von nur 8 Grad und einem lebhaften Nordostwind. Zum Glück ist heute kein Feiertag. Was Charles im Laufe seines Lebens ausgezeichnet hat, ist neben den konventionellen königlichen Pflichten sein echtes Interesse daran, das Leben junger Menschen zu verändern. Die wichtigste Sache, für die er bekannt ist, ist der Prince's Trust, eine Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, benachteiligte Organisationen und Einzelpersonen zu unterstützen und zu versuchen, ihr Leben zu verbessern. Der Prince's Trust ist brillant. Er hat die Öffentlichkeit und die Fähigkeit, tatsächlich Dinge zu bewegen. Selbst Menschen, die die königliche Familie nicht mögen und sogar Menschen mit republikanischer Gesinnung würden zustimmen, dass der Prince's Trust eine Kraft für das Gute ist. Ich denke, dass man bei Charles den aufrichtigen Wunsch erkennen kann, die Dinge für die Menschen besser zu machen. Er hat selbst gesagt, ich mache mir Sorgen um das Schicksal meiner Untertanen. Und ich glaube, das ist wahr. Ich glaube, das tut er. Er macht zwar nicht immer alles richtig, aber das würde keiner von uns. Und der Prince's Trust oder die Princess Foundation machen das Leben der Menschen besser. Als ich den Prince's Trust 1976 gründete, um das Leben benachteiligter junger Menschen zu verbessern, war ich mit der Herausforderung, vor denen sie standen, sehr bewusst. Im Laufe der Jahre haben sich einige dieser Herausforderungen verändert. Aber die allgemeine Aufgabe, den Menschen Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und bessere Chancen zu geben, ist die gleiche geblieben. Und in dieser Zeit haben wir mehr als 1 Million jungen Menschen geholfen. Ich habe mich immer darüber geärgert, dass die Million noch nicht erreicht war, weil wir immer noch die Menschen zählen mussten, die das System gerade durchliefen, obwohl wir eigentlich 50.000 Menschen pro Jahr geholfen haben. In Mathe bin ich wirklich sehr schlecht. Aber wir haben mehr als 1 Million jungen Menschen geholfen, ihr Leben zu verändern. Und der Prince's Trust arbeitet jetzt in 18 Ländern des Commonwealth und darüber hinaus. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um dir, Charles, zu sagen,
wie stolz ich auf alles bin, was du mit dem Trust erreicht hast und auf die Art und Weise, wie du persönlich diese Organisation inspiriert hast. Es ist mir daher eine große Freude, dem Prince's Trust eine königliche Urkunde zu überreichen, in Anerkennung seiner herausragenden Leistungen während fast eines Vierteljahrhunderts. Er hat den Beruf von seiner Mutter und seinem Vater gelernt. Seine Ausbildung war immer darauf ausgerichtet, ihn auf den Tag vorzubereiten, an dem er König wird. Ich glaube, niemand hätte sich je vorstellen können, dass er so lange Prinz von Wales sein würde. Aber das hat ihn in die Lage versetzt, das Land und die Welt, in der wir heute leben, wirklich gut zu verstehen. Wenn Sie mich also fragen, ob er der beste Mann für das Amt ist, ich denke, er ist es, weil er eine erstaunliche Ausbildung genossen hat. Und wie die Königin einmal sagte, Ausbildung ist am Ende alles. Das ist die Antwort auf alles. Und es ist wahr. Denn die Ausbildung, die ihr Sohn genossen hat, hat ihn jetzt in die Lage versetzt, seinen Beruf auch auszuüben. Der Buckingham-Palast hat den Tod von Queen Elizabeth II. Bekannt gegeben, der am längsten regierenden Monarchin in der britischen Geschichte. Die Königin ist heute Nachmittag friedlich in Balmoral gestorben. Der König und die Königin Gemahlin bleiben heute Abend in Balmoral und werden morgen nach London zurückkehren. Die verstorbene Königin und der König waren sich sehr, sehr nahe. Zu ihrem Sohn hatte sie ein wunderbares Verhältnis. Auch ein lustiges Verhältnis. Wir haben bei verschiedenen Ereignissen in London erlebt, dass er sie plötzlich Mami nannte und sie eine Grimasse schnitt. Es war eine wunderbare Beziehung. Mami. Aber sie haben sich gegenseitig respektiert. Er hat seine Mutter wirklich respektiert. Er respektierte die Tatsache, dass sie Königin war und alles, wofür das stand. Ich glaube, der plötzliche Tod seiner Mutter und dass er König wurde, war ein Schock. Wenn so etwas passiert, gerät man in einen leichten Schockzustand. Man handelt dann automatisch. Das schützt einen in gewisser Weise. Ich denke also, dass er in diesem Moment nicht überwältigt war. Er war vielleicht sehr emotional, hatte aber wohl alles unter Kontrolle. Er ist sehr professionell damit umgegangen. Und das ist auch der einzige Weg, mit etwas so Ungeheuerlichem umzugehen. Es war surreal, der Tag nach dem Tod seiner Mutter, als der König und seine Gemahlin nach London zurückkehrten. Es war unwirklich, weil er als König zurückkehrte. Es muss eine außergewöhnliche Erfahrung sein, als König durch die Tore des Buckingham-Palastes zu gehen. Etwas, das man schon unzählige Male zuvor als Prinz von Wales getan hat. Und zu spüren, wie sich dieses unsichtbare Gewand der Monarchie über deine Schultern legt. Da denkt man sich, was nehme ich da eigentlich auf mich? Was ist das für eine Verantwortung? Was hält die Zukunft für mich bereit? Charles ist also jemand, der sehr genau weiß, dass er diesen unglaublich hohen Ansprüchen gerecht werden muss. Und ich nehme an, als er wieder durch den Buckingham-Palast ging, dachte er, jetzt geht's los. Sie brachte Opfer für die Pflicht. Ihr Einsatz und ihre Hingabe haben nie nachgelassen. In Zeiten des Wandels und des Fortschritts, in Zeiten der Freude und des Feierns und in Zeiten der Traurigkeit und des Verlustes. In ihrem Dienstleben sahen wir eine beständige Liebe zur Tradition, zusammen mit einer furchtlosen Umarmung des Fortschritts, der uns als Nation groß macht. Die Zuneigung, die Bewunderung und der Respekt, den sie hervorrief, wurden zum Markenzeichen ihrer Herrschaft. Charles hat eine tolle Stimme. Er ist wie ein Shakespeare-Schauspieler. Nun, er war einmal ein Shakespeare-Schauspieler. Er trägt also all diese Reden absolut brillant vor. Ich glaube, er schreibt die meisten von ihnen selbst. Und er hält sie mit hervorragendem Timing und großartigem Gefühl.
Und ich glaube, dass viele Leute das viel berührender fanden, als sie es erwartet hatten, denn so wie die Königin eine Art Großmutter für die Nation war, bot er sich ausdrücklich als Ersatz an. Und viele Menschen, die sicherlich nicht erwartet hatten, dass sie davon berührt werden würden, wurden davon berührt. Königin Elizabeth hat ihre Lebenszeit gut genutzt. Sie war ein Versprechen, das das Schicksal gehalten hat. Und ihr Tod wird zutiefst betrauert. Dieses Versprechen, ein Leben lang zu dienen, erneuere ich heute an alle. Draußen auf dem königlichen Hof ertönen die Staatstrompeten. Vor der Verlesung der Meldung kündigte dieser Teil der Zeremonie die bevorstehende Nachricht an die Nation an. Prinz Charles Philip Arthur George ist durch den Tod unseres verstorbenen Souveräns in glücklichem Gedenken nun unser einzig rechtmäßiger Lehnsmann, Lord Charles III. Die Proklamation war etwas ganz Besonderes, denn ein Teil davon war immer privat. Der eigentliche Teil, den Sie draußen auf dem Balkon des St. James Palastes gesehen haben, wurde schon im Fernsehen übertragen oder voraufgezeichnet. Aber was drinnen vor sich geht, sieht man nie. Die Tatsache, dass wir ihn bei der Eintragung und allem anderen sehen konnten, war also etwas ganz Besonderes, auch wenn es ein oder zwei kleine komische Momente gab. Aber es war ein historisch wichtiger Moment für ihn und für uns, dass wir das miterleben durften. Ich war erstaunt, dass wir das sehen durften. Und auch das ist wohl etwas, woran wir uns nun immer erinnern werden. Es war etwas ganz Besonderes, das zu sehen. Die Herrschaft meiner Mutter war unvergleichlich in ihrer Dauer, ihrer Hingabe und ihrem Einsatz. Auch wenn wir trauern, danken wir für dieses äußerst treue Leben. Die Proklamation von König Charles III., die nach seiner Ernennung zum König stattfand, war in jeder größeren Stadt in Großbritannien angekündigt worden, weil es so etwas schon lange nicht mehr gab. Seit 1950 nicht mehr. Das Interesse daran war groß, denn die Menschen hatten noch nie eine Proklamation gesehen. Nun sehen sie, wie dieser Mann zum König proklamiert wird, was wiederum schon seit Jahrhunderten geschieht. Aber es hat immer noch eine enorme symbolische Bedeutung für die Wiederbelebung der Monarchie und die Wiederbelebung des Königtums. Denn nicht viele der heute lebenden Menschen werden sich an König George VI. Erinnern, seinen Großvater. Wieder einen König zu haben, ist also wirklich ein Novum. Die Rolle, die König Charles III. Bei der Beerdigung seiner Mutter spielte, war die eines Familienoberhaupts und zugleich eines Königs der Nation. Ich bin sicher, dass es eine schwierige Zeit war. Vor allem, weil die Augen der Welt auf einen gerichtet sind. Das ist keine private Angelegenheit, wenn er sich dessen bewusst ist. Alles, was er tut, jede Handlung, jede Träne, alles wurde gesehen, gehört und diskutiert. Charles war offensichtlich dafür verantwortlich, dass die Beerdigung so reibungslos verlief, weil er im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand. Er war die Person, auf die die meisten Leute schauten, weil sie wissen wollten, wie es für ihn laufen würde. Er war jemand, der an dem Tag, an dem er hinter dem Sarg herging, im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stand. Und er hat alles außergewöhnlich gut gemacht. Die Beerdigung war sehr gut organisiert. Natürlich war sie das. Sie war seit Jahren geplant, aber sie verlief reibungslos. Und Charles' Beteiligung ist der Beweis dafür, dass alles gut funktionierte. Es gab eine außergewöhnliche Welle der Trauer in der Nation. Denn die meisten Untertanen der Königin hatten noch nie einen anderen Monarchen gekannt. Es war sozusagen das Ende einer Ära. Es war nicht nur ihr Tod, es war das Ende einer Ära. Es war das Ende des elisabethanischen Zeitalters. Und natürlich war das alles so dramatisch und so schön inszeniert, was es noch ergreifender machte. Die Soldaten, die wunderbare Musik,
Die Leute, die für die Königin gearbeitet hatten, die hinter ihrem Sarg hergingen, das war alles sehr, sehr bewegend. Und die Menschenmenge weinte oder jubelte oder war einfach still, ganz still. Man konnte eine Stecknadel fallen hören. Ich erinnere mich, als Diana starb und den Tag ihrer Beerdigung. Man konnte nur die Vögel hören, sonst nichts. Kein Geräusch aus der Menge. Das ist hochemotional. Bei der ersten Darbietung von God Save the King in der St. George's Kapelle wäre er, glaube ich, fast umgekippt, weil es so emotional war und weil die starken Stimmen des Chores und alle wirklich, wirklich meinten, Gott schütze den König. Das muss für Charles außergewöhnlich gewesen sein. Das muss eine sehr seltsame Erfahrung gewesen sein. Denn du hörst dieses Lied, das du schon 1 Million Mal gehört hast, das für deine Mutter bestimmt war. God Save the Queen. Und es geht plötzlich um den König und es geht um dich. Das muss befreiend, aber auch überwältigend gewesen sein. Ich glaube nicht. Ich weiß, dass er ein guter König sein wird. Er wird ein fürsorglicher, ein barmherziger König sein. Ein König für die Menschen. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Charles ein wunderbarer König sein würde, weil er sich so sehr kümmert. Er kümmert sich um sein Land, er kümmert sich um sein Erbe, um den Planeten und die Menschen. Das sind die Eigenschaften, die man für einen König braucht. Er ist perfekt. Ich vermute, dass Charles ein Modernisierer sein wird. Jemand, der versucht, seine eigenen Interessen zu erfüllen. Bis jetzt ist er beliebt. Wenn man sich die Umfragen anschaut, scheint man damit einverstanden zu sein, was er tut. Aber noch zehrt er vom allgemeinen Freudentaumel. Wir werden noch eine ganze Weile nicht sehen, wie er wirklich als König ist. Er ist erst seit ein paar Monaten König. Seine königliche Weihnachtsansprache ist gut angekommen. Sie war kurz, sehr gut vorgetragen. Sie befasste sich mit sozialen Themen. Ich finde, dass ihre Schwerpunkte denen der ersten Amtszeit der New Labour-Partei ähnelten. Wir werden sehen, wie er ist. Jeder hat ihm einen Vertrauensvorschuss gegeben. Er hat seine Schwächen, aber jeder kennt ihn. Seine Schwächen überraschen nicht. Aber mit Camilla an seiner Seite, denke ich, wird er wunderbar und mitfühlend und verständnisvoll und all das sein, was er sein muss.